Willkommen zu unserer aufregenden Entdeckungsreise. Hoch in den eisigen Schatten des Himalaya wurde etwas erschreckend Schönes entdeckt. Alte Mönche, die noch am Leben sind und aufrecht sitzend meditieren. Ihre Körper sind von der Zeit unberührt. Kein Herzschlag, keine Verwesung, nur Stille. Und das Gefühl, dass etwas Uraltes sie beobachtet. Was verbirgt sich hinter ihrer Stille? Und was passiert, wenn diese Stille gebrochen wird? Der Mönch lebt unter den härtesten Bedingungen in Tibet. Hoch in der hauchdünnen Luft der höchsten Gipfel Tibets, wo sich der Himmel näher anfühlt als der Boden und der Wind wie eine Klinge beißt, steht das Rangu-Kloster, ein Ort, den viele als den höchsten spirituellen Außenposten der Erde bezeichnen. Hier ist die Welt weiß gefroren und ein Überleben scheint unmöglich. Doch für einen Mönch ist diese eisige Wildnis kein Härtetest, sie ist sein Zufluchtsort. Er lebt ohne Feuer, ohne festen Unterschlupf, ohne die grundlegenden Annehmlichkeiten, die die meisten Menschen für unverzichtbar halten. Doch jeden Morgen vor Sonnenaufgang stellt er sich barfuß und mit bloßen Händen in die Kälte, um ein Ritual zu beginnen, das eher einem Mythos als der Realität entspricht. Er schöpft Schnee mit den Händen und lässt ihn langsam unter der Hitze seiner Handflächen schmelzen, seine einzige Trinkwasserquelle. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, wie lange er schon auf diese Weise lebt, kein gesicherter Name, nur Geschichten, die von vorbeiziehenden Reisenden geflüstert werden, die einen flüchtigen Blick auf ihn erhaschen. Regungslos in Meditation, unberührt von der Zeit. Sie sagen, dass er kaum isst. Wenn er isst, dann in so kleinen Portionen, dass sie symbolisch wirken. Seine wahre Nahrung kommt von etwas ganz anderem, einer tiefen, unerschütterlichen Verbindung zu Geist und Seele. Jeden Tag verbringt er Stunden in Meditation. Mantras hallen leise durch den Schnee. Er kämpft nicht gegen die Kälte, er umarmt sie. Nicht als Feind, sondern als einen Weg zur Hingabe. Er glaubt, dass er sich durch den Verzicht auf Wärme, Comfort, ja sogar auf den Drang zu überleben, etwas viel Größerem öffnet, einer göttlichen Energie, die transformiert, statt zu schützen. Manche sagen, er bezieht diese Energie von Shiva, der Kraft der Schöpfung und der Zerstörung in einem Atemzug. In diesen Extremen eisige Stille, endloser Schnee, spirituelles Feuer, löst er sein Selbstgefühl in etwas Unermessliches und Unbeschreibliches auf. Was ihn am Leben erhält, ist nicht sichtbar. Es kann nicht in Kalorien oder Grad gemessen werden. Es ist ein Beweis dafür, wie weit das menschliche Bewusstsein gehen kann, wenn es von Disziplin, Glauben und völliger Hingabe geprägt ist. An einem Ort, an dem die meisten nach Stunden zusammenbrechen würden, findet er in der Stille Klarheit, Sinn im Schmerz, Frieden im Unmöglichen. Und vielleicht lehrt er uns durch seine stille Anwesenheit etwas, das wir längst vergessen haben, dass der menschliche Geist, wenn er voll erwacht ist, weit weniger braucht, als wir denken, und zu weit mehr fähig ist, als wir glauben. Der Mönch, der der Schwerkraft trotzte. Im Jahr 2020 sorgte ein kurzes Video für Aufsehen in den sozialen Medien, insbesondere auf der damaligen Plattform X, heute Twitter. Zu sehen war eine Frau, die mit Kletterseilen und einem stabilen Gurt ausgestattet war und mühsam einen fast senkrechten Felsvorsprung erklomm. Jede Bewegung, die sie machte, wirkte langsam und vorsichtig, während sie sich langsam nach oben bewegte. Doch das eigentliche Spektakel lag direkt neben ihr. Ein Mönch mit nacktem Oberkörper, barfuß und ohne ein einziges Stück Sicherheitsausrüstung, glitt über die steile Oberfläche, als wäre sie ein sanfter Gartenweg. Dieser Clip, der von dem Nutzer Tansu Jägern geteilt wurde, zog schnell eine Flut von Kommentaren nach sich. Der Mönch schien sich auf eine Art und Weise an den Felsen zu klammern, die fast unmöglich schien. Ein Kunststück, das dem entspricht, was die meisten Menschen für normale menschliche Fähigkeiten halten. Viele schrieben seinen Erfolg einer Mischung aus Yoga, Meditation und jahrelangem, kontinuierlichem Training zu. Beobachter bemerkten auch, dass er nicht gerade nach oben kletterte. Er bewegte sich von Seite zu Seite, um die Steilheit des Abhangs zu minimieren. Eine derart effiziente Bewegung zeugt nicht nur von körperlichem Geschick, sondern auch von einem ruhigen, präzisen Verständnis des Berges selbst. Der Schlüssel zu seinem Erfolg liegt wahrscheinlich darin, dass er zuerst seinen Geist beherrscht. Körperliche Fitness ist zwar notwendig, um einen schwierigen Aufstieg zu bewältigen, aber viele glauben, dass der wahre Durchbruch darin liegt, die Angst zu besiegen. Panik ist eines der größten Risiken bei jeder gefährlichen Aktivität, vor allem aber beim ungesicherten Klettern.
indem er langsam atmete und seine Aufmerksamkeit ganz auf die Gegenwart richtete. Ersetzte der Mönch die Angst durch unerschütterliche Gelassenheit. Dieser Ansatz zeigt, warum mentale Disziplin bei jeder Herausforderung genauso wichtig sein kann wie Muskelkraft. Die Reaktion der Zuschauer auf der ganzen Welt war eine Mischung aus Ehrfurcht und Neugierde. Wie kann ein Mensch eine senkrechte Felswand erklimmen, ohne vor Angst oder Anstrengung zu zittern? Nach Berichten von Personen, die mit der klösterlichen Ausbildung vertraut sind, verbringen Menschen wie er unzählige Stunden damit, sich auf Stabilität, Klarheit und Risikobereitschaft zu konzentrieren. Zu ihrer Routine gehören lange Meditationssitzungen, die den Geist zur Ruhe bringen und es ihnen ermöglichen, sich von Anspannung oder Zögern nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Aus ihrer Sicht ist das Klettern kein physischer Wettkampf, sondern eine Form der spirituellen Praxis, die Körper und Natur miteinander verbindet. Dieser moderne Einblick in die Fertigkeiten eines Mönchs erinnert uns daran, dass außergewöhnliche Leistungen oft ihre Wurzeln in engagierter innerer Arbeit haben. Fitnessstudios und Geräte helfen zwar, den Körper zu stärken, aber vielleicht ist es eine tiefe Hingabe an geistige Klarheit, die wirklich unmöglich erscheinende Fähigkeiten freisetzt. Der wiedergeborene Führer. In den hügeligen Landschaften Tibets löst die Suche nach jedem neuen Karmapa eine Mischung aus Geheimnis und Verehrung aus. Der Karmapa ist mehr als nur eine Galionsfigur. Er repräsentiert eine Reihe von spirituellen Meistern der Karma-Kagyu-Schule des tibetischen Buddhismus. Nach dem Tod eines Karmapa führen besondere Hinweise wie heilige Briefe, Visionen und Fäden der Prophezeiung die Mönche dazu, herauszufinden, wo die nächste Reinkarnation geboren wurde. Es heißt, dass dieses anerkannte Kind ein lebendiges Gefäß der alten Weisheit ist, das Vergangenheit und Gegenwart durch eine Kette von Wiedergeburten verbindet. Ein solcher Prozess fand 1985 statt, als ein Junge namens Apogaga in einer kleinen Nomadenfamilie in Tibet geboren wurde. Seine Ankunft löste ungewöhnliche Ereignisse aus. Ein lebhafter Traum seiner Mutter, Berichte über symbolische Vögel, die auf ihrem Zelt hockten, und unerklärliche Geräusche im umliegenden Tal. Für viele Bewohner dieser Region waren dies Hinweise aus der geistigen Welt. Als er 4 Jahre alt war, hatte Apogaga bereits seine klösterlichen Studien begonnen, was darauf hindeutet, dass er kein gewöhnliches Kind war. 1992. Im Alter von 7 Jahren sagte er seinen Eltern, sie müssten ihr Lager in ein anderes Tal verlegen. Kurz darauf traf eine Gruppe von Karma-Kagyu-Mönchen mit einem geheimen Brief ein, den der 16 Karmapa vor seinem Ableben geschrieben hatte. In dem Brief wurde beschrieben, wo seine nächste Inkarnation erscheinen würde, zusammen mit Namen und Umständen. Jedes Stück passte genau zu Apogagas Situation. Bald wurde er formell als der 17 Karmapa, Ogyen Trinley Dorje, anerkannt. Diese Anerkennung wurde durch den 14 Dalai Lama bestätigt, was ihm weitere Legitimität verlieh. Selbst die chinesische Regierung, die für ihre strenge Kontrolle der tibetischen Angelegenheiten bekannt ist, erkannte ihn an. Dann wurde er ins Suerfu-Kloster gebracht, dem traditionellen Sitz der Karmapas, um einen Weg des formalen Studiums und der spirituellen Führung zu beginnen. Eines der symbolträchtigsten Ereignisse im Zusammenhang mit seinem Amt ist die Zeremonie mit dem schwarzen Hut. Die Legende besagt, dass der besondere Hut, den er trägt, aus dem Haar himmlischer Wesen geflochten und vom Buddha verliehen wurde. Wenn der Karmapa ihn offiziell aufsetzt, glauben die Anhänger, dass dies seine spirituelle Präsenz verstärkt. Die Zeremonie umfasst Opfergaben, Niederwerfungen und kontemplative Gebete, die darauf abzielen, seinen Geist mit höherem Mitgefühl zu vereinen. Der Hut selbst stellt eine Brücke zwischen dem weltlichen und dem heiligen Bereich dar und lässt die spirituelle Energie des Karmapa als Leuchtfeuer für seine Anhänger leuchten. Heute spricht der 17 Karmapa-Themen an, die sowohl die Tradition als auch das zeitgenössische Leben betreffen. Weedzambarji, Umweltschutz und friedlicher Dialog. Seine Doppelrolle als Hüter des tibetisch-buddhistischen Erbes und als moderner Denker demonstriert die Verschmelzung jahrhundertealter Lehren mit den Anforderungen einer sich verändernden Welt. Der selbstmumifizierte Mönch. Im Jahr 2015 machte ein Forscherteam bei der Untersuchung einer antiken Buddha-Statue eine Entdeckung, die niemand erwartet hatte. Sie glaubten, dass sie ein traditionelles Artefakt, vielleicht aus Ton oder Stein, untersuchen würden. Doch unter dem äußeren Rahmen entdeckten sie etwas Erstaunliches. Einen perfekt erhaltenen Körper,
der in ruhiger Meditation saß. Es handelte sich nicht um Überreste, die nach dem Tod in eine Skulptur gelegt wurden. Stattdessen war die Statue selbst der Mönch. Historische Beweise wiesen ihn als einen buddhistischen Praktiker namens Luan aus, und was er getan hatte, war außergewöhnlich. Er hatte sich einem seltenen und wenig verstandenen Prozess unterzogen, der als Selbsterhaltung durch spirituelle Praxis bekannt ist. Diese alte Tradition, die in bestimmten Schulen des Buddhismus zu finden ist, beinhaltet eine disziplinierte, mehrstufige Reise zu tiefer Stille. Der erste Schritt bestand darin, den Körper zu reinigen. Die Praktizierenden hielten sich an eine strenge Diät aus natürlichen Elementen, Rinde, Wurzeln, Samen und entzogen dem Körper langsam Fett und Feuchtigkeit. Diese Vorbereitung war nicht nur körperlich, sie spiegelte eine tiefe innere Loslösung von materiellen Bedürfnissen wider. Luans Reise ging sogar noch weiter. Historischen Aufzeichnungen zufolge nahm er ein natürliches Baumharz zu sich, nicht um zu schaden, sondern um zu schützen. Diese Substanz machte seinen Körper weniger anfällig für den natürlichen Verfall. Schritt für Schritt wurde sein Körper hergerichtet, nicht mit Gewalt, sondern mit Geduld und geistiger Entschlossenheit. In der letzten Phase betrat er einen kleinen Meditationsraum und setzte sich aufrecht hin. Jeden Tag läutete er eine Glocke, um den anderen mitzuteilen, dass er noch in Meditation war. Als die Glocke verstummte, wurde die Kammer respektvoll versiegelt. Als sie viele Jahre später wieder geöffnet wurde, fand man einen erstaunlich intakten Körper. Ein stilles Wunder der Hingabe und Disziplin. Aber die Statue enthielt mehr als nur eine erhaltene Form. Um Luan herum waren seltsame Inschriften und Symbole in die umgebende Struktur eingemeißelt. Details, die modernen Forschern weiterhin Rätsel aufgeben. Könnten es uralte Meditationstechniken sein? Vergessene Weisheiten, die durch Stille und Stein weitergegeben wurden? Heute wird Luans Körper unter geschützten Bedingungen ausgestellt. Er ist nicht nur ein konserviertes Artefakt, er ist eine lebendige Geschichte über Ausdauer, Transformation und die stille Kraft des inneren Glaubens. Für Historiker und spirituell Suchende gleichermaßen erinnert es uns daran, dass Hingabe, wenn sie auf ihre höchste Stufe getragen wird, Geheimnisse hinterlassen kann, die die Welt immer noch zu verstehen versucht. Honan und die Revolution des Rheinland-Buddhismus. Im mittelalterlichen Japan, hoch oben in den nebligen Bergen, beherbergten die buddhistischen Tempel eine Elite von Mönchen, die strenge Rituale befolgten und jahrelang heilige Texte studierten. Ihr Leben war zutiefst spirituell, aber auch unglaublich anspruchsvoll. Für die meisten Menschen des täglichen Lebens, wie Bauern, Händler und Handwerker, fühlten sich diese Lehren weit entfernt, ja sogar unerreichbar an. Spirituelle Erlösung? Erleuchtung? Das schien etwas zu sein, das nur wenigen Auserwählten vorbehalten war. Doch dann kam Honan. Der 1133 geborene Honan wurde in der angesehenen Tendai-Schule ausgebildet, wo er religiöse Schriften und komplexe Praktiken erlernte. Aber als er älter wurde, begann er sich zu fragen, sollte nicht jeder, nicht nur Mönche, eine Chance auf spirituellen Frieden haben? Seine Suche nach Antworten führte ihn zu einer wunderschönen Idee innerhalb des Buddhismus, die als Lehre vom reinen Land bekannt ist. Diese Lehren drehen sich um Amida Buddha, der Überlieferung zufolge ein Reich des Friedens und des Mitgefühls, ein reines Land, geschaffen hat, in dem jeder wiedergeboren werden kann, unabhängig von seiner Herkunft. Und jetzt kommt das Unglaubliche. Um in dieses Reich zu gelangen, war es nicht nötig, komplizierte Rituale durchzuführen oder die Philosophie zu beherrschen. Es kam auf einen einzigen, von Herzen kommenden Satz an, Namu Amida Butsu. Indem er diesen Namen aufrichtig aussprach, konnte jeder, ob reich oder arm, gebildet oder ungebildet, sich mit Amidas Mitgefühl und der Hoffnung auf Wiedergeburt im reinen Land verbinden. Honan begann, diese Botschaft weiterzugeben, und sie verbreitete sich schnell. Zum ersten Mal fühlten sich die einfachen Menschen gesehen. Sie fühlten sich einbezogen. Die Vorstellung, dass der Glaube allein ausreichen könnte, war sowohl ermutigend als auch tief bewegend. Natürlich waren nicht alle damit einverstanden. Einige traditionelle Führer waren besorgt. Sie waren der Meinung, dass diese neuen Lehren althergebrachte Bräuche in Frage stellten. Im Jahr 1207 wurde Honan ins Exil geschickt, und einige seiner Anhänger sahen sich mit Widerständen konfrontiert. Doch seine Botschaft verbreitete sich weiter, leise, beständig und mit Herz. Selbst im Exil hörte Honan nicht auf zu lehren.
Bevor er 1212 starb, gründete er die Jodo-Schule des Rheinland-Buddhismus, eine Tradition, die bis heute in Japan lebendig ist. Der Mönch, der zur Statue wurde. In einem Tempel namens Wat Kunaram auf der thailändischen Insel Koh Samui können Besucher etwas wirklich Erstaunliches sehen: die aufrecht erhaltene Gestalt des Mönchs Luang Pho Dang, der 1973 verstarb. Jahrzehnte sind vergangen, doch sein Körper ist erkennbar und unversehrt geblieben, eingeschlossen in ein Glasgehäuse, damit jeder dieses seltsame Phänomen beobachten kann. Touristen und Gläubige halten in stiller Ehrfurcht inne, wenn sie einen Mönch sehen, der so aussieht, als sei die Zeit um ihn herum einfach stehen geblieben. Luang Pho Dang war bekannt für seine hingebungsvolle Hingabe an die Lehren des Buddha und dafür, dass er ein Leben der Mäßigung führte. Er praktizierte täglich Meditation und ermutigte andere, sowohl moralisches Verhalten als auch geistige Klarheit anzustreben. Als er spürte, dass sich sein Leben dem Ende zuneigte, teilte er seinen Anhängern mit, dass er seinen Körper verlassen wolle, damit sie ihn als Symbol des Glaubens ausstellen könnten. Dann verschied er in Meditation, sitzend in einer ruhigen Haltung. Seine Jünger hatten zunächst keinen Grund, etwas Ungewöhnliches zu erwarten. Sie folgten ihren Gewohnheiten und bereiteten sich darauf vor, ihm die letzte Ehre zu erweisen. Doch nach einiger Zeit stellten sie fest, dass sein Körper keine klassischen Anzeichen der Verwesung aufwies. Die Trockenheit der Umgebung und seine einfache pflanzliche Ernährung mögen eine gewisse Rolle gespielt haben, aber viele sehen darin ein Zeichen dafür, dass seine tiefe spirituelle Praxis einen gelassenen Zustand schuf, der nicht durch körperliche Zusammenbrüche beeinträchtigt wurde. Medizinische Fachleute haben seinen Körper gelegentlich untersucht, während verschiedene wissenschaftliche Faktoren dazu beitragen könnten, einen Leichnam zu konservieren. Bleibt der genaue Grund für diese langfristige Stasis teilweise rätselhaft. Manche vermuten, dass seine spirituelle Disziplin eine gewisse Harmonie zwischen Geist und Körper stärkte, die beim Tod nicht einfach verschwand. Andere sind Gläubiger und glauben, dass seine Reinheit des Herzens und seine unerschütterliche Konzentration auf die Erleuchtung dieses Phänomen hervorgerufen haben. Aufgrund dieser außergewöhnlichen Bewahrung halten ihn seine Anhänger in der gleichen meditativen Haltung, in der er zum Zeitpunkt seines Todes saß. Er trägt eine Sonnenbrille, um die Augen zu bedecken, die mit der Zeit ihr natürliches Aussehen verloren haben. Doch selbst mit diesen kleinen Veränderungen ist er eine stille Erinnerung an das selbstlose Leben eines Mönchs und seine unerschütterliche Hingabe an seinen Glauben. Wer heute das Wat Kunaram besucht, kann darüber nachdenken, was es bedeutet, bewusst zu leben und zu sterben. Die Anwesenheit von Luang Pho Dang wird nicht als morbide Zurschaustellung behandelt, sondern als inspirierendes Beispiel dafür, wie ein starker Glaube und ständige Praxis gewöhnliche Grenzen überwinden können. Seine gelassene Haltung regt den Betrachter dazu an, über die tiefere Natur der menschlichen Reise nachzudenken und darüber, wie eine unerschütterliche spirituelle Hingabe dem üblichen Verfall der physischen Form trotzen kann. Bodhidharma, der Vater des Shaolin Kung Fu. Bodhidharma, ein indischer Mönch, der im 5. oder 6. Jahrhundert lebte, wird weithin dafür verehrt, dass er den Shan, den Zen-Buddhismus, nach China brachte und die Saat ausstreute, aus der sich später das berühmte Shaolin Kung Fu entwickelte. In seiner Lebensgeschichte vermischen sich Fakten und Legenden, aber alle Berichte betonen seine Hingabe an authentische spirituelle Einsichten und nicht an festgelegte Zeremonien. Es wird erzählt, dass er bei seiner Ankunft in China auf Skepsis und sogar kaiserliche Zweifel stieß. Eine bekannte Geschichte handelt von Kaiser Wu von Liang, einem Förderer des Buddhismus, der den Bau von Tempeln und die Herstellung heiliger Texte finanziert hatte. Als der Kaiser Bodhidharma fragte, welchen Verdienst er durch diese Taten erlangt habe, antwortete Bodhidharma unverblümt: gar keinen. Diese Antwort schockierte den Kaiser, der Lob erwartet hatte. Bodhidharma vertrat jedoch den Standpunkt, dass äußere Werke, wie großartig sie auch sein mögen, nicht automatisch zu wahrem spirituellem Verständnis führen. Stattdessen erfordert echte Einsicht die persönliche Erfahrung von Leerheit und Gewahrsein. Von dort aus reiste Bodhidharma zum Shaolin-Tempel, wo er 9 Jahre lang ununterbrochen in einer Höhle meditiert haben soll. Während dieser Zeit saß er regungslos da, betrachtete die Höhlenwand und tauchte immer tiefer in einen Zustand der inneren Stille ein. Die Legende besagt, dass er irgendwann von seiner eigenen Schläfrigkeit frustriert war
und sich die Augenlider abriss, um wach zu bleiben. Abgesehen von der historischen Genauigkeit unterstreichen diese Geschichten eine starke Hingabe an die Selbstdisziplin. Während seines Aufenthalts bemerkte Bodhidharma, dass viele der Shaolin-Mönche körperlich zu kämpfen hatten. Das stundenlange Sitzen in der Meditation hatte sie geschwächt und anfällig für Krankheiten gemacht. Bodhidharma führte Übungen ein, die den Körper energetisieren und gleichzeitig die geistige Konzentration aufrechterhalten sollten. Im Laufe der Zeit entwickelten sich diese Übungen zu Kampfformen. Die Beweglichkeit, Verteidigungsbewegungen und geistige Konzentration miteinander verbanden. Aus dieser Verschmelzung von Körper und Geist entstand das, was heute als Shaolin Kung Fu bekannt ist. Eine Kunst, die die Reflexe schärfen und den Körper für eine tiefere meditative Praxis stärken soll. Bodhidharmas Einfluss beschränkte sich nicht auf die Kampfkünste. Er übermittelte auch zentrale Lehren, die den chinesischen Buddhismus prägten, indem er die direkte Erfahrung über die intellektuelle Debatte stellte. Die Chan-Tradition, aus der schließlich der Zen-Buddhismus in Japan hervorging, hält ihn für einen Patriarchen. Diese Tradition betrachtet das formale Studium als nützlich, aber nicht ausreichend. Wahres Erwachen entsteht aus der direkten Einsicht in die eigene Natur. Auch Jahrhunderte später ist Bodhidharma ein Symbol für spirituelle Stärke und Authentizität, das von Mönchen, Kampfsportlern und Suchenden geschätzt wird, die das Körperliche mit dem Geistigen vereinen wollen. Marpa Lotsawa. Im 11. Jahrhundert war das religiöse Wissen in Tibet oft durch Entfernungen und Sprachbarrieren behindert. Marpa Lotsawa, dessen Name mit Marpa der Übersetzer übersetzt werden kann, widmete sein Leben der Überbrückung dieser Kluft. Er wurde um das Jahr 1012 geboren und unternahm mehrere gefahrvolle Reisen nach Indien, wobei er steile Himalaya-Pfade zu Fuß überquerte und sowohl den Gefahren des rauen Geländes als auch möglichen Räubern trotzte. Sein Ziel war es, die heiligen Lehren des Buddhismus direkt von den angesehensten indischen Meistern zu sammeln und sie in sein Heimatland zu bringen. Marpa war nicht nur ein Reisender, sondern auch ein hingebungsvoller Schüler verschiedener indischer Weisen, darunter der legendäre Yogi Naropa. Unter ihrer Anleitung erlangte er ein gründliches Verständnis komplexer buddhistischer Texte und spezieller tantrischer Anweisungen. Dies war kein einfaches akademisches Projekt. Die Übertragung dieser Lehren erforderte eine tiefe spirituelle Versenkung. Marpa musste die erlernten Methoden verkörpern und sein Engagement für die Praxis unter Beweis stellen, bevor er die endgültigen Segnungen erhielt. Als Marpa nach Tibet zurückkehrte, übersetzte er diese gesammelten Lehren aus dem Sanskrit ins Tibetische und machte sie einer neuen Generation von Suchenden zugänglich. Er arbeitete bekanntlich mit den Feinheiten der Sprache und der spirituellen Einsicht, um nicht nur die Worte, sondern die wahre Essenz der Meister-Schüler-Unterweisung zu erfassen. Er stellte sicher, dass die kulturellen Nuancen nicht durch bloße Wort-für-Wort-Ersetzung verloren gingen, was es den tibetischen Praktizierenden ermöglichte, sich mit diesen Lehren zu verbinden, als hätten sie selbst bei indischen Gurus studiert. Einer von Marpas bedeutendsten Beiträgen zum tibetischen Buddhismus war vielleicht seine Mentorschaft für Milarepa, der zu einem der berühmtesten Dichter und Yogis Tibets wurde. Doch Milarepas Weg zum Erwachen war nicht frei von Schmerzen. Marpa prüfte ihn auf unkonventionelle Weise, indem er ihn anwies, wiederholt Steintürme zu errichten und dann wieder abzureißen. Diese Aufgaben dienten als eine harte Form der karmischen Reinigung und zwangen Milarepa, sich mit den Schuldgefühlen für seine vergangenen falschen Handlungen auseinanderzusetzen. Erst nachdem er diese Prüfungen überstanden hatte, gab Marpa die tiefgründigen Meditationstechniken weiter, die Milarepa zur Erleuchtung führten. Durch all diese Bemühungen formte Marpa die Kagyu-Schule des tibetischen Buddhismus, die auch heute noch floriert. Sein Engagement sorgte dafür, dass wertvolle Schriften überlebten und über Generationen hinweg bewahrt wurden. Studenten in Tibet hatten nun Zugang zu den Herzenslehren der großen indischen Meister und konnten Meditationspraktiken und spirituelle Philosophien entdecken, die einst hinter Grenzen und Sprachen verborgen waren. Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna wurde 1836 in der Nähe von Kalkutta, Indien, geboren und wuchs in einer armen, aber gläubigen Hindu-Familie auf. Schon früh wurde er Priester im berühmten Kali-Tempel von Dakshinaswar, wo ihn seine intensive Hingabe an die Göttin Kali in Zustände spiritueller Ekstase versetzte. Stunde um Stunde vertiefte er sich in Gebete, Gesänge und tiefe Meditation und verlor zeitweise das Bewusstsein für die Außenwelt.
Tempelbesucher fanden ihn oft in diesen tiefen Trance-Zuständen und beschrieben, wie eine Welle jenseitiger Präsenz von ihm auszugehen schien. Doch Ramakrishnas spiritueller Hunger konnte nicht durch einen einzigen Weg gestillt werden. Er war neugierig auf die Wahrheiten anderer Glaubensrichtungen und erforschte die christlichen Lehren, wobei er sich Jesus Christus mit der gleichen Inbrunst zuwandte, mit der er sich seinen hinduistischen Andachten widmete. Er erlebte Visionen, die ihn davon überzeugten, dass die göttliche Liebe auch die christliche Praxis durchdringt. Dann probierte er die islamische Anbetung aus, indem er den Namen Allahs im Gebet aussprach und dabei eine tiefe Ruhe entdeckte. Ramakrishna zufolge führten diese parallelen Wege zum selben Herzen der Hingabe und Einheit. Seine einfache und doch transformative Botschaft lautete, dass jede Religion ein einzigartiges Tor zur gleichen ultimativen Realität sein kann. Diese integrative Sichtweise überwand Barrieren in einer Zeit, in der die kulturellen und religiösen Grenzen festgezogen waren. Viele sahen in ihm nicht nur einen heiligen Mann, sondern eine lebendige Verkörperung der religiösen Harmonie. Er lehrte, dass alle Glaubensrichtungen und Rituale, so unterschiedlich sie auch sein mögen, gültige Mittel sind, um göttliche Gnade zu erfahren. Der einflussreichste seiner Schüler war Swami Vivekananda, der später Ramakrishnas Lehren weltweit bekannt machte. Durch Vorträge und öffentliche Auftritte im Ausland zeigte Vivekananda, wie Ramakrishnas Vision der Einheit bei den Menschen außerhalb Indiens Anklang finden konnte. Er gründete die Ramakrishna-Mission und das Ramakrishna Math Organizationen, die sich der Bildung, der Wohltätigkeitsarbeit und der Praxis der Verbindung von spirituellem und sozialem Fortschritt widmeten. Sri Ramakrishnas ganzes Leben war ein Zeugnis für die Idee, dass Glaube sowohl intensiv als auch weitreichend sein kann. Er nutzte Bescheidenheit, Geschichten und praktische Demonstrationen, um seine Weisheit weiterzugeben, anstatt dogmatische Regeln aufzuerlegen. Er zeigte, dass Hingabe nicht eng oder durch sektiererische Spaltungen getrennt sein muss. Auch heute noch inspirieren seine Lehren zahllose Suchende, die viele spirituelle Wege beschreiten. Ramakrishna ist nach wie vor eine Persönlichkeit, die bewiesen hat, dass Hingabe, Liebe und Verständnis Grenzen überwinden können und auf die verbindende Essenz im Kern aller Religionen verweisen. Der 200 Jahre alte Mönch in der Mongolei. In den weiten, windgepeitschten Steppen der Mongolei, wo sich die Stille weiter ausdehnt, als das Auge sehen kann, verblüffte eine Entdeckung Wissenschaftler und spirituelle Sucher gleichermaßen. Versteckt in einer abgelegenen Ecke dieses gefrorenen Landes wurde ein buddhistischer Mönch gefunden, der aufrecht sitzend meditierte und noch immer seine traditionellen Gewänder trug, perfekt erhalten, als hätte er gerade seine Augen geschlossen. Aber es handelte sich nicht um eine Statue oder ein modernes Konservierungsexperiment. Es handelte sich um einen Menschen, man schätzt sein Alter auf fast 200 Jahre, dessen Körper keine Anzeichen von Verfall aufwies. Für viele sah es so aus, als würde er einfach nur noch meditieren. Wie ist das möglich? Die Forscher vermuteten zunächst Umweltfaktoren. Die extreme Kälte und trockene Luft könnten die Verwesung verlangsamt haben, ähnlich wie bei einer natürlichen Mumifizierung. Einige spekulierten, dass die Lebensweise des Mönchs, seine Ernährung oder sogar spezielle Kräuterpräparate bei der Konservierung seines Körpers eine Rolle spielten. Andere verweisen auf die große Höhe und den niedrigen Sauerstoffgehalt, der sich auf die Alterung und den Abbau des Körpers auswirken kann. Aber es gibt noch eine andere Erklärung. Eine, die tief in der alten Tradition verwurzelt ist. Viele in der örtlichen buddhistischen Gemeinschaft glauben, dass der Mönch in einen seltenen Zustand tiefer Meditation eingetreten war, der als Tukdam bekannt ist. In diesem Zustand, der nur von den fortgeschrittensten Mönchen praktiziert wird, verlangsamt sich der Körper fast vollständig, aber das Bewusstsein bleibt ruhig und wach. Es heißt, es sei ein Raum zwischen Leben und Tod, eine Brücke zwischen dem Physischen und dem Spirituellen. Normalerweise dauert Tukdam ein paar Tage, höchstens eine Woche. Aber 2 Jahrhunderte? Da beginnt das Rätsel. Manche sagen, dass verborgene Texte in den alten Klöstern der Mongolei Hinweise enthalten könnten, geheime Gesänge oder Meditationstechniken, die mit der Zeit verloren gingen. Aber bisher ist nichts bestätigt worden. Die Wahrheit bleibt vielleicht für immer in einer Mischung aus spiritueller Hingabe und wissenschaftlichem Staunen verpackt. Klar ist, dass die Gegenwart des Mönchs auch nach 200 Jahren noch spricht. Nicht mit Worten, sondern mit der Ruhe seiner Haltung, der Stille seiner Umgebung und der Kraft der Stille.
die sich über alles hinwegsetzt, was wir über die Grenzen des menschlichen Körpers zu wissen glaubten. In einer Welt, die oft an den Geheimnissen des Lebens vorbeirauscht, lädt uns diese ruhige Figur ein, innezuhalten und die tieferen Fragen zu stellen. Kann der Geist den Körper wirklich über das hinaus beeinflussen, was die Wissenschaft erklären kann? Und was bedeutet es, ganz präsent zu sein, auch wenn sich die Welt um einen herum verändert? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie von uralten Weisheiten, ungelösten Rätseln und der Kraft menschlicher Hingabe fasziniert sind, vergessen Sie nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und das nächste Video auf Ihrem Bildschirm anzuschauen.